Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute dreht es sich mal wieder rund um das Thema Haushalt und Putzen. Ich habe mal so ein bisschen überlegt und habe mal meine Haushaltsfavoriten für euch zusammengesucht. Das heißt, die Sachen, die ich hier zu Hause, um sauber zu machen und die Bude in Ordnung zu halten, am allerliebsten benutze. Vielleicht sind ja auch so ein paar Tipps für euch noch dabei, Sachen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und natürlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, falls ihr mir noch kein Abo dagelassen habt, aber keine Videos mehr zum Thema Haushalt und Leben mit Kind verpassen möchtet. Ich habe meine Favoriten so ein bisschen kategorisiert, und zwar haben wir einmal schlaue und sehr hilfreiche Helferlein, dann halt natürlich bestimmte Mittel zum Putzen, die ich besonders gerne verwende, weil ich sie besonders praktisch und ja, in der Wirkung richtig gut finde. Und dann auch nochmal was ganz Allgemeines, Organisatorisches zum Thema Haushalt. Legen wir los mit den kleinen Helferlein. Und ohne was ich wirklich nicht mehr leben kann und nicht mehr möchte, das ist ohne meinen Staubsaugerroboter. Wir haben uns das Teil vor einigen Jahren gegönnt und ja, wir waren halt beide Vollzeit berufstätig und am Wochenende ja echt richtig platt und vor allem auch unter der Woche richtig platt, wenn wir dann zu Hause waren. Und da hatte ich echt überhaupt gar keinen Bock mehr aufs Staubsaugen. Und deswegen haben wir so ein bisschen Geld in die Hand genommen und haben uns dann einen Staubsaugerroboter gekauft. Den kann man programmieren und wir haben den immer zweimal die Woche laufen lassen, wenn wir bei der Arbeit waren. Das heißt, wir kamen dann nach Hause und die Bude ist schön gesaugt und das war wirklich die beste Anschaffung, die wir jemals gemacht haben. Und auch jetzt machen wir das noch so, dass wir den immer laufen lassen, wenn wir mal draußen unterwegs sind, wenn wir zum Einkaufen fahren oder spazieren gehen oder so. Wir machen den einfach an und der macht uns dann die Bude sauber. Einen richtigen Staubsauger ersetzt das für mich nicht, weil der halt nicht oben auf den Fußleisten beispielsweise den Staub wegmacht oder ja auch hinter den Türen. Also wenn man halt wirklich will, dass der die ganze Wohnung sauber macht, wenn man nicht da ist, dann muss man die Tür natürlich offen lassen, weil ja, sonst kommt er nicht in die einzelnen Räume rein. Das heißt, der Hohlraum hinter den Türen, der wird dann natürlich auch nicht gestaubsaugt in so einem Fall. Das heißt, nur mit so einem Staubsaugerroboter, ja, kämen wir halt nicht zurecht. Aber halt 1- bis zweimal die Woche diesen Roboter laufen lassen, ohne dass man dafür irgendwie einen Finger krümmen muss. Und den großen Staubsauger hole ich dann wirklich gar nicht mehr so häufig raus wie früher. Das spart einfach unfassbar viel Zeit, weil, wie gesagt, man muss gar nichts machen, man muss nur auf den Anknopf drücken. Wir müssen so ein paar Sachen nach oben stellen, damit er halt natürlich überall drankommt. Wir stellen halt die Stühle nach oben. Wir müssen gucken, dass von den Teppichfransen keine oder nicht viele rausgucken, damit er da nicht drin hängen bleibt. Aber also nichts im Vergleich dazu zum großen Staubsauger, wenn ich da jetzt zweimal mit durch die Wohnung müsste. Also das ist wirklich jeden Cent wert. Was ich auch richtig gut finde, auch nicht als kompletten Ersatz, sondern auch eher so als Add-on, ist so ein Wischer mit Sprühfunktion. Ich habe den vor einiger Zeit gekauft. Ich verlinke euch das Ding mal unten in der Infobox. Und ich hatte das auch bei jemand anderem gesehen und das war so, das muss ich haben. Das Teil ist einfach so praktisch. Das hat, es ist ein stinknormaler Wischer und dann hat er aber einen kleinen Wassertank vorne, wo man dann halt das Putzmittel und Wasser reinfüllt. Und beim Wischen macht man, es gibt halt oben so einen Hebel und den betätigt man dann und während man halt dann da drückt, kommt halt unten Wasser raus. Das heißt, der spritzt dann halt Wasser vor den Wischmopp sozusagen. Und das ist der Hammer. Also, weil ich hasse Wischen, ganz ehrlich. Ich hasse es, die Böden zu wischen. Das ist somit meine absolute Hassarbeit. Neben Fensterputzen. Komme ich gleich aber nochmal zu. Weil es ist halt einfach so ein Riesenaufwand. Da muss ich bei uns halt so diesen Eimer da rauskramen aus dem Schrank und den dann komplett mit Wasser füllen. Und es ist einfach Aufwand. Ich finde, es ist halt einfach Aufwand. Für andere vielleicht nicht, für mich schon. Und da finde ich es einfach super praktisch, dass ich einfach zum Schrank gehe und meinen Wischer raushole, der schon so fertig vorbereitet ist. Da das Wasser und so weiter ist schon drin und wenn das leer ist, dann fülle ich das ruckzuck nach. Ist überhaupt gar kein Thema. Und ruckzuck ist man damit, ja, hat man damit durch die Bude gewischt. Ich nutze noch den normalen Wischer, das auf jeden Fall. Aber wenn mal was ausgelaufen ist oder umgekippt ist oder irgendwas, dann kann man mal ganz schnell das Ding aus dem Schrank holen und damit das schnell aufwischen. Und dafür finde ich das halt einfach echt super. Oder wenn ich halt das Gefühl habe,
okay, wir haben jetzt hier gekocht in der Küche und das hat einfach viel Fett gespritzt oder so und eigentlich sind die Böden in der restlichen Wohnung aber noch sauber. Da nehme ich auch diesen Wischer mit Sprühfunktion, sprühe dann halt ganz, ganz viel Wasser und Putzmittel dann dahin, weil es wird sich für mich einfach nicht lohnen, für unsere klitzekleine Küche da diesen riesen Eimer jetzt da hervorzukramen und so weiter, und dafür ist das Ding einfach wirklich super. Thema Fensterputzen habe ich gerade schon angemerkt, absolutes Hassthema bei mir, deswegen mache ich das auch ja, sehr selten, zugegeben. Aber dieses kleine Helferlein, ja, ist da wirklich Gold wert, wie ich finde. Das ist so ein Fenstersauger von Kärcher. Genau, von Kärcher ist der. Ich habe mir den mal zu Weihnachten gewünscht und damit geht meiner Meinung nach das Fensterputzen viel, viel leichter. Da ist bei diesem Fenstersauger ist auch noch so ein Ding mit so einem Sprühkopf mit dabei und halt so ein, ja, wie bei einem Wischmopp. Aber nicht so ein Mop, sondern, wie heißt das denn? Womit man halt wischt. Ist da halt auch noch mit dabei. Das heißt, man sprüht dann das Fenster damit ein. Da ist da halt auch das Putzmittel drin. Und dann wischt man damit halt rüber. Und dann saugt man das Wasser und Zeug halt hier mit ab. Wie so ein Staubsauger, aber für Wasser. Und damit ja, sind die Fenster super schnell geputzt und ja auch einfach echt richtig schön sauber. Ich habe manchmal mit dem Ding noch so ein bisschen Probleme, das streifenfrei zu kriegen, weil der halt unten an den Kanten, weil dann gehe ich halt damit da lang und dann bleibt halt so ein bisschen Wasser unten an der Kante. Aber das ist, dann gehe ich einmal mit dem Lappen da drüber und das ist jetzt auch nichts. Also damit, ich will jetzt nicht behaupten, macht mir Fensterputzen Spaß, aber damit finde ich es nicht mehr so scheiße wie vorher, ohne das Ding. Kommen wir zu den Putzmitteln, zu meinen liebsten, in Anführungszeichen, Putzmitteln, beziehungsweise eher, ja, zu meinen Tipps. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Video gemacht, in dem ich Putzmittel selber hergestellt habe und das Ganze getestet habe. Ich verlinke euch das hier oben. Und da waren 2 Putzmittel dabei, die ich seitdem absolut liebe. Ich habe jetzt hier stellvertretend dafür mal den Kalklöser gemacht. Der ist auf Basis von Zitronensäure und das Zeug ist einfach der Hammer. Also wenn ihr das nachmachen möchtet, schaut bei meinem Video vorbei. Da ist dann das Rezept verlinkt, beziehungsweise ich mache dieses Rezept auch nach in dem Video. Da seht ihr dann auch nochmal die Wirkung davon und also ist der absolute Hammer. Also ich habe da dieses Kalklöser-Spray gemacht und auch ein sogenanntes Zauberspray, mit dem ich den Backofen seitdem immer sauber mache beispielsweise und so richtig krasse Fettverschmutzung kriege ich damit super sauber. Das wirklich ist ein absoluter Favorit von mir und das Tolle ist halt, es ist halt selbst gemacht, es ist nachhaltig, es ist keine riesige Chemiekeule und es ist absolut kostengünstig. Deswegen, ja, absoluter Favorit von mir. Die Schmutzradierer sieht man häufiger bei diesen Haushaltsfavoriten-Videos, weil sie meiner Meinung nach auch einfach echt richtig, richtig gut sind. Ich nutze das, wie schon, ja, bei einigen anderen erwähnt, ganz gerne für die Wände, um die ein bisschen sauber zu machen. So Stifte und so weiter gehen damit echt ganz gut runter. Hier sind ja auch Schuhe drauf. Man kann auch Schuhe damit sauber machen, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht probiert. Aber wie gesagt, ich nutze das hauptsächlich für Wände, um da irgendwelche Malereien von meinem Sohn abzumachen oder so. Also das wirklich ist, finde ich, mega die Teile. Ein Tipp, der mir bezüglich Flecken mal gegeben wurde, ist absolut Gold wert. Und zwar ist das so simpel: Rei in der Tube. Ich habe super häufig das Problem gehabt, dass ich Flecken in den Klamotten, vor allem meines Sohnes, gehabt habe, die nicht mehr rausgingen. Und das waren Paprikaflecken von roter Paprika. Die isst er nämlich total gerne. Aber so normal in der Wäsche ging die nie raus. Und ich habe dann den Tipp bekommen, es mal mit Rei in der Tube zu probieren. Und seitdem, sämtliche Flecken behandle ich fast nur noch damit. Ich behandle die Wäsche halt damit vor im Waschbecken mit heißem Wasser, lasse das Rei in der Tube, ja, löse ein bisschen davon auf im Waschbecken mit heißem Wasser, lasse die Wäsche darin einwirken und manchmal, wenn es halt wirklich ein richtig krasser Fleck ist, dann reibe ich das so auch nochmal drauf und lasse das eine Weile einwirken und dann schmeiße ich es nochmal in die Waschmaschine und danach ist alles tutti. Die Flecken sind in der Regel immer wieder draußen. Vor allem ist das Zeug halt auch so ergiebig, weil es gibt ja auch von Frosch beispielsweise diese Fleckendinger oder auch Fleckenteufel heißen sie oder Fleckenzwerge, ich weiß es schon gar nicht mehr. Findet man ja alles bei DM in der Waschmittelabteilung.
Aber das sind halt immer nur so kleine Fläschchen und ich habe halt eine Weile echt richtig, richtig viel von dem Zeug gebraucht und da kam ich mit so einer kleinen Flasche einfach echt nicht lange hin, weil eine Zeit lang war rote Paprika der absolute Favorit meines Sohnes und mit Lätzchen konnte man sowieso vergessen. Die hat er nicht angelassen. Das heißt, sämtliche Kleidung war halt ständig voller Paprikaflecken und wie gesagt, mit so einem kleinen Fläschchen, das war dann innerhalb von 2, 3 Tagen war das leer. Das heißt, ich hätte ständig neues Zeug davon kaufen müssen. Und so ein Ei in der Tube ist halt super ergiebig, weil ich da halt mit so einem kleinen Klecks Ei halt, ja, mehrere Teile drin einweichen kann. Und deswegen, das ist so mein Fleckenhack sozusagen. Sonst habe ich gar nicht mehr so viele bestimmte Produktempfehlungen, weil ja, das, was ihr jetzt gesehen habt, das sind eigentlich so die Dinge, die ich hauptsächlich benutze. Nicht ausschließlich, aber der Rest ist halt so, ja, ist jetzt kein Favorite von mir, aber es tut, was es soll. Aber auf eine Sache möchte ich nochmal eingehen zum Thema Haushalt und was halt von mir ein absoluter Favorit ist, das ist mein Haushaltsplan. Auch da habe ich mal ein Video zu gemacht, da habe ich euch dabei mitgenommen, wie ich meinen eigenen Haushaltsplan erstellt habe und das war für mich halt wirklich, ja, seitdem ist es immer sauber und aufgeräumt hier. Ich verwende jeden Tag ungefähr eine halbe Stunde dafür, um mich an diesen Haushaltsplan zu halten. Das heißt, ich habe in diesem Haushaltsplan meine Hausarbeit wie Bad putzen und Staubsaugen und Wischen und alles. Eigentlich Staubwischen habe ich eigentlich fast immer alles an einem Tag die Woche gemacht und war damit ja, also mehrere Stunden tatsächlich beschäftigt. Und ich habe es so gehasst. Und vor allem hat sich dann auch irgendwie im Laufe dieser Woche dann auch immer so eine gewisse Grundunordnung angesammelt, wie das halt so ist, wenn man solche Sachen halt nur einmal in der Woche macht. Und das hat mich halt gestört und das wollte ich ändern. Daher habe ich mir einen Putzplan gemacht. An jedem Tag der Woche mache ich etwas davon. Und das ist, wie gesagt, Maximum eine halbe Stunde, die ich damit täglich aufwende. Und es ist aber immer, ja, sauber hier. Ich habe halt das Gefühl, es ist immer sauber. Und außerdem ist der Aufwand einfach viel kleiner und ich weiß schon genau, was an welchem Tag ansteht. Und ja, der Tag ist dadurch auch einfach organisierter. Ich kann das direkt morgens nach dem Frühstück, mache ich das meistens weg. Habe das dann schon erledigt und ja, dann ist das Haushaltssoll, ja, nicht das Haushaltssoll. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Sachen, die ständig im Haushalt anfallen, aber so die größte Aufgabe, Haushaltsaufgabe an diesem Tag ist dann schon erledigt und dann fluppt der Rest einfach auch viel leichter. Das heißt, das mal als Tipp, wenn ihr noch keinen Putzplan habt und das auch so ungern einmal die Woche alles auf einmal macht, dann versucht das doch mal, probiert das mal aus. Für mich wirklich eine Riesenhilfe im Haushalt. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Falls ihr noch bahnbrechende Tipps habt, dann lasst sie sehr gerne in den Kommentaren da, damit ich sie lesen kann und alle anderen natürlich auch. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zum neuen Video wiedersehen. Ich sage bis dann. Tschüss!